Christi Himmelfahrt. Da könnte man sich ja mal Gedanken machen, wie es so im Himmel eigentlich ist. Wer ist schon da? Wie kommt man hin? Das sind die Fragen, die wir heute betrachten. Welcher Himmel eigentlich? Ja, es gibt 3. Den ersten Himmel kennen alle und ich finde den umwerfend schön. Schon als Kind war ich begeistert, durch die Wolken zu fliegen und die Welt von oben zu sehen. Zuerst mit Segelflugzeugen und dann wurden die Flugzeuge immer größer. Viele Stunden konnte ich mich von der Schönheit des ersten Himmels überzeugen. Den zweiten Himmel kennt eigentlich auch jeder. Das ist der Blick in die Sterne, das All, das Universum. Anders schön, aber einfach unglaublich, wenn man sich die unendlichen Weiten vorstellt. Wenn man in einer klaren Nacht die Milchstraße sehen kann, dann wird die unglaubliche Schönheit deutlich. Umwerfend schön, unglaublich schön. Wie muss dann der dritte Himmel sein? Ich glaube, der ist noch viel schöner. Davon habe ich leider kein Foto, denn nur wenige Menschen hatten bisher einen kurzen Einblick da drin. Soweit ich es verstanden habe, ist der dritte Himmel unaussprechlich schön. Worte können ihn nicht beschreiben. Das ist der Himmel, in den Jesus 40 Tage nach seiner Auferstehung aufgefahren ist. Also Jesus ist schon mal da und er sitzt zur Rechten seines Vaters. Außerdem sind noch eine Menge Engel dort. Jesus hatte vorher gesagt, dass wir dort nicht hinkommen können. Erst später wird das möglich sein. Jesus bereitet nämlich noch etwas für uns vor. Und erst dann holt er uns ab. Er möchte, dass wir ewig bei ihm im Himmel sind. Aber eben erst dann, wenn alles vorbereitet ist. Also, wenn man stirbt, dann wartet man mit den anderen Toten darauf, dass Jesus uns abholt. Das kann noch eine Weile dauern, weil Gott nicht möchte, dass jemand verloren geht. Ich finde, das ist auch nicht weiter schlimm, denn man merkt bestimmt nicht, wie lange man tot ist. Ich stelle mir das wie beim Schlafen bzw. Aufwachen vor. Mit einem Mal ist man wach und es geht weiter. Bleibt noch die Frage, wie man in den Himmel kommt. Möchtest du überhaupt in den Himmel? Doofe Frage eigentlich, oder? Aber Gott zwingt ja niemanden zu irgendetwas, deshalb sollte man sich darüber mal Gedanken machen. Ich glaube, dass nur die in den Himmel kommen, die Gott lieben und Freude daran haben, wenn Gott regiert. Die Ewigkeit könnte uns ganz schön lang werden, wenn wir da keine Freude haben. Ich sage es mal so, wenn wir hier und jetzt keine Freude an Gottes Herrschaft haben und uns nicht nach seinem Willen richten, dann wird es uns im Himmel wahrscheinlich nicht gefallen. Oder sehe ich das falsch? Schau mal, überleg, was das eigentlich genau bedeutet. Sprich mal mit anderen über den Himmel. Aber am Ende prüfe anhand der Bibel, wie deine mögliche Zukunft aussehen soll. Forsche genau, bevor du dich entscheidest. Vielleicht hast du einen falschen Eindruck von Gott oder vom Himmel. Die gängigen Klischees von Harfe spielenden Engeln helfen da auch nicht gerade weiter. Im Himmel werden alle wie Jesus sein. Und zwar freiwillig, ohne Zwang, weil sie umgedacht und verstanden haben, wie großartig das ist. So sind wir Menschen eigentlich von Gott geplant gewesen. Es war geplant, dass wir uns aus freiem Willen wie Jesus für das Gute entscheiden, auch wenn es schwierig ist. Jesus hat uns vorgemacht, wie man als Kind Gottes ohne Sünde lebt. Das können wir auf der Erde in diesem Leben lernen, wenn wir Jesus nachfolgen. Ein bisschen Unterstützung können wir dabei gebrauchen und deshalb hat Jesus uns noch den Heiligen Geist zu Pfingsten geschickt. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir schon jetzt den Himmel auf Erden und Gott wohnt und regiert mitten unter uns. Einer der ersten Nachfolger gibt uns dazu noch folgenden Rat. Aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir und freuen uns. Meine Lieben,
Weil ihr darauf wartet, darum setzt auch alles daran, dass eure Gemeinschaft mit dem Herrn durch nichts beeinträchtigt wird. Bemüht euch, rein und fehlerlos vor ihm zu stehen, wenn er kommt. Bemühen lohnt sich, denn es wird einfach so schön dort sein. Ein anderer Nachfolger, der mit Jesus durch die Gegend zog, beschreibt den Himmel so. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen. Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Und es gibt noch weitere Beschreibungen. Schaut sie euch mal in der Bibel an. Für mich ist es übrigens unerheblich, ob wir dann wirklich im Himmel sind oder doch auf einer neuen Erde. Wichtig ist für mich nur, dass Gott dort herrscht, dass er dort regiert. Ja, Gott ist der Garant, dass es gut wird. Ihr könnt ja mal überlegen, warum ihr eigentlich in den Himmel wollt und wie es euch damit geht, Jesus nachzufolgen. Was fällt dir schwer? Wo bist du Jesus schon ähnlich und so ein gutes Vorbild für andere? Hast du Freude daran, auch wenn es mal schwer ist? Wie sieht deine Gemeinschaft mit dem Herrn aus? Forsche und prüfe und entscheide dich für Gottes Herrschaft in deinem Leben. Und dann viel Spaß im Himmel. Später mal.